Der S8 Pro Ultra. Schluss mit dem Putzen. Wirklich. Punkt. Der Werbeslogan klingt vielversprechend. Und das Konzept dahinter erst recht. 2 Walzen, die sich beim Wischen anheben, Objekterkennung, ein zusätzlicher Vibrationsmotor am Mop, eine Walze in der Station, separate Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Alles klingt beeindruckend. Aber funktioniert das wirklich? Oder sind das nur hübsche Marketingphrasen auf der Verpackung, um den Preis zu rechtfertigen? Wir testen das Gerät auf Herz und Nieren. Los geht's mit dem Unboxing. Zuerst stellen wir die Selbstreinigungsstation auf den Tisch und schauen uns den Aufbau genauer an. Dann folgt der Saugroboter selbst, die Auffahrrampe für die Station, ein Netzkabel mit einer recht billigen Kunststoffbindung, ein Ersatzstaubbeutel, einer ist bereits eingesetzt, ein Quick-Start-Guide und eine umfangreiche Anleitung. Der Hersteller denkt wie immer an den Rücken der Nutzer. Stellen Sie sich mal vor, wie schwer die Box gewesen wäre, wenn auch noch Ersatzfilter und Bürsten beigelegen hätten. Die technischen Daten des Roborock S8 Pro Ultra blenden wir hier ein. Die beeindruckenden 6000 Pascal Saugleistung hatten wir ja bereits im Review zum S8 Plus besprochen. Viel spannender ist aber die neue Navigationseinheit. Sie heißt Reactive 3D, eine überarbeitete Version des bekannten Systems. Der Hersteller bleibt vage und spricht nur davon, dass der Roboter intelligent genug sei, um Gefahren zu erkennen. Aber offenbar sitzt im dunklen Sichtfenster an der Front eine Strukturlichtkamera, ähnlich wie beim Roborock Q-Revo. Zusätzlich sind seitlich lineare Laser verbaut, die kleine Hindernisse noch besser erkennen sollen. Diese Theorie überprüfen wir gleich. Ebenfalls in der Front sind die Ladekontakte sowie ein seitlicher Sensor für die Wandreinigung integriert. Hinten am Gerät befinden sich eine Parkrolle, ein Parksensor und der Anschluss zum Befüllen des Wassertanks. Unter der Klappe finden wir den Staubbehälter, Standardgröße mit Luftventil und einem großen HEPA-Filter, der unter fließendem Wasser ausgespült werden kann. Obendrauf ein LiDAR mit Drucksensor. Davor 3 Bedientasten sowie eine Kindersicherung. Die Taste für die lokale Reinigung wurde ersetzt. Nun gibt es stattdessen eine mysteriöse Taste mit Tropfensymbol. Die Frage ist, wofür ist diese Taste gedacht? Und hier kommt die Antwort. Sie aktiviert die Wischfunktion. Eine sinnvolle Ergänzung. Doch das eigentliche Highlight versteckt sich auf der Unterseite. Der Reinigungsblock sieht auf den ersten Blick unverändert aus. Die Rahmenkonstruktion mit 2 Aufhängungen sorgt für festen Bodenkontakt. Die kleinen Lamellen und Kammstrukturen sind für eine gründlichere Teppichreinigung gedacht. Die bekannten Walzen mit abnehmbaren Enden sind wieder dabei. Der Clou. Beim Wischen hebt der S8 Pro Ultra das gesamte Reinigungsmodul an. Mehr dazu im Abschnitt zur App-Steuerung. Die Hubhöhe entspricht der des Mops, 5 mm. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz nicht viel, reduziert aber den Bodenkontakt. Auch der Mop selbst wurde überarbeitet. Er verfügt nun über ein zweites Vibrationsmodul, das die Wischleistung verbessern soll. Weitere technische Details: ein Teppichsensor, der Teppiche auf der Karte anzeigt, und das Fehlen der Ladepins auf der Unterseite. Sie wurden in die Front verlagert. Zeit, die Station unter die Lupe zu nehmen. Als erstes fällt die Größe der Station auf. Hier sind die genauen Maße. Sie ist 11 cm niedriger als die Station des Q-Revo, dafür aber breiter und tiefer. Während der Q-Revo mit riesigen 5 Liter Tanks kommt, bietet die S8 Pro Ultra nur die üblichen 2,5 bis 3 Liter. Einige Abonnenten sagen, kleinere Tanks seien sogar besser. Das Wasser stünde nicht so lange und beginne nicht zu riechen. Ich finde, wenn man den Roboter täglich nutzt und nach jedem Raum die Mopmatte ausspült, sollte es auch bei großen Tanks keine Geruchsprobleme geben, da das Wasser regelmäßig erneuert wird. Was denkt ihr? Der Staubbeutel sitzt in einem separaten Fach unter dem Deckel. Wie gewohnt hochwertige Qualität mit Kunststoffverschluss. Schnell zu entnehmen und ebenso schnell wieder eingesetzt. Auch die Rampe lässt sich einfach montieren. In die Halterung stecken, nach unten drücken, bis es klickt. So funktioniert das Ganze. Der Roboter fährt rückwärts in die Station, füllt seinen Wassertank auf und reinigt den Mop mit einer Borstenwalze, die sich seitlich hin und her bewegt. Schmutzwasser landet zunächst in einer Vertiefung unter der Walze, durchläuft ein Sieb und wird erst dann in die große Auffangschale geleitet. Ein recht rudimentäres Filtersystem. Weniger Dreck landet im Auffangbecken, aber es muss trotzdem regelmäßig gereinigt werden. Und das ist etwas umständlich. Erstens, die Schale ist nicht herausnehmbar. Zweitens,
Um unter der Waschplattform zu wischen, muss man die Walze drehen und das Modul verschieben. Nicht gerade bequem. Immerhin, die Walze selbst lässt sich leicht zur Reinigung entfernen. Nach dem Auswaschen des Mops fährt der Roboter aus der Station, dreht sich und dockt dann mit der Frontseite wieder an. Die Kontakte in der Station verbinden sich mit denen im Stoßfänger des Roboters. Der Staub wird über eine Walzenöffnung entleert, daher auch das große Loch in der Rampe. Allerdings ist der Luftkanal recht schmal, unklar, ob grober Schmutz problemlos durchpasst. Ein zusätzlicher Kanal oben dient zur Trocknung. Warmluft wird durch Schlitze in der Rampe über den Mop geblasen. Auf der Rückseite der Station gibt es einen Kabelkanal zum Verstauen überschüssiger Kabellänge. Unter einer Abdeckung befindet sich ein Serviceanschluss, aber Anschlüsse für Haustechnik fehlen komplett. Insgesamt gefällt mir die Verarbeitung und das Design des Roboters. Besonders die weiße Abdeckung, sie zieht weder Staub noch Fingerabdrücke an und sieht immer gepflegt aus. Zur Steuerung nutzen wir die hauseigene Roborock-App. Einfach herunterladen, registrieren, WLAN-Daten eingeben, kurz warten. Und schon wird das Firmware-Update installiert. Kinderleicht. Nach dem Erstellen der Karte stehen sämtliche Einstellungen zur Verfügung, wie hier zu sehen. Alle Details erkläre ich auf der Website. Hier nur die wichtigsten Funktionen. In der App lassen sich einzelne oder kombinierte Reinigungsmodi auswählen. Nur wischen, nur saugen oder beides in einem Durchgang. Alles bekannt. Die Besonderheit, im Wischmodus hebt der S8 Pro Ultra automatisch die Walzen an, damit sie nicht den Boden berühren. Das ist fest eingestellt und kann nicht deaktiviert werden. Zweites Feature, Objekterkennung. Wenn auf der Karte ein seltsamer dunkler Fleck erscheint, bitte nicht direkt die Katze aus dem Fenster werfen. Das ist in den meisten Fällen einfach nur ein Teppich. Die Erkennung ist nicht perfekt, aber man kann die Umrisse im Editor nachzeichnen. Die Teppichreinigung lässt sich individuell konfigurieren. Der Roboter kann sie vor und nach der Hauptreinigung durchführen. Beides gleichzeitig aktivierbar. Es gibt auch einen Modus zum Umfahren von Teppichen, Mop hochfahren und Vibration auf Teppichen. Für das Wischen stehen ebenfalls mehrere Modi zur Verfügung. Besonders erwähnenswert Gründlich Plus. Hier reduziert der Roboter seine Geschwindigkeit und fährt in dichten Zickzacklinien. Ein weiterer Pluspunkt, die App erlaubt eine feine Abstimmung des Mopspülens. Von 10 bis 50 Minuten. Insgesamt bietet die App nahezu alle Funktionen. Was fehlt, ist die Einstellung der Fahrgeschwindigkeit im Trockenmodus. Angesichts der Technik wäre es zudem sinnvoll, wenn der Roboter Pfützen erkennen und dann die Walzen anheben könnte, aber diese Funktion fehlt bislang. Auch Gegensprechanlage und Sicherheitsrundgang fehlen. Der Grund? Statt einer Action Cam nutzt der S8 Pro Ultra eine Strukturlichtkamera. Die unterstützt solche Features nicht. Aber sie hat ihre ganz eigenen Vorteile. Zum Beispiel funktioniert sie in Kombination mit den linearen Lasern extrem zuverlässig. Kabel und Hundehäufchen wurden in sicherem Abstand umfahren. Turnschuhe und Blumentöpfe erkennt er ebenfalls, sogar ganz nah. Momentan ist das die beste Objekterkennung, die wir je in unserem Best-Robot-Labor getestet haben. Ein weiterer Vorteil, die Strukturlichtkamera funktioniert unabhängig von der Raumbeleuchtung. S8 Pro Ultra hatte somit auch im abgedunkelten Raum keine Schwierigkeiten, fuhr präzise am Rand entlang, erkannte Vorhänge, bestimmte den Abstand zur Fußleiste, egal ob schwarz oder weiß. Auch ein Wäscheständer mit Rohrfüßen wurde korrekt erkannt und umfahren. Türschwellen bis 2 cm meistert er problemlos. Die Absturzsensoren leisten saubere Arbeit. Vom Tisch fährt er nicht. Treppen meidet der Roboter zuverlässig, auch in mehrstöckigen Häusern. In großen Wohnungen fühlt er sich ebenfalls wohl. Er reinigt Raum für Raum exakt nach Plan und hält sich an die definierten Sperrzonen. Im Maximalmodus arbeitete er 103 Minuten durch und reinigte dabei 109 Quadratmeter. Bei 20% Restakku kehrt er zur Station zurück, lädt nach und setzt dann die Reinigung fort. Hier seht ihr, was er alles eingesammelt hat. Mindestens ein halber Kater und diverses Kleinkram. Zeit für den Lärmtest. Im leisesten Modus messen wir 55 Dezibel. Im stärksten 70, also völlig im Rahmen. Doch die Saugleistung überrascht. Der normale Roborock S8 mit denselben 6000 Pascal und identischem Reinigungsmodul schaffte eine 2 mm Fuge punktuell. Der Q8 Max mit 5500 Pascal und neuem Behälter saugte gleichmäßig 2 mm leer, in einem Punkt sogar 4 mm. Und der S8 Pro Ultra? Trotz Pro und Ultra im Namen.
Nicht mal 2 mm. Die Fuge blieb unangetastet. Immerhin, so spare ich mir den Aufbau fürs nächste Gerät. Aber enttäuschend war es schon. Zum Glück hat das schlechte Fugenergebnis die Gesamtleistung kaum beeinflusst. Die Walzen holen beim ersten Durchgang fast den gesamten Schmutz vom Laminat. Beim zweiten Durchgang steigt die Reinigungsleistung auf 98%. Einige Krümel blieben auf dem Teststand verstreut, vor allem in den Ecken. Da kommt der runde Roboter wegen seiner Form nicht hin. Die Seitenbürste erledigt ihren Job gut. Entlang der Wände bleibt kaum Schmutz. Das gleiche Bild zeigt sich auch auf Teppichboden. Der grobe Schmutz wurde zuverlässig aufgenommen. Restmengen zu 98% entfernt. In der Mitte des Testfelds blieb ein kleines Häufchen Cornflakes liegen. Dafür war es am Rand etwas staubiger. Bei einer weichen Seitenbürste ganz normal. Mit Sand hatte der Roboter wie zu erwarten seine Schwierigkeiten. Die Walzen nehmen ihn nicht auf und die Saugleistung reicht nicht aus. Auch nach mehreren Fahrten blieben Sandreste in Ecken, an Kanten und auf freier Fläche. Ergebnis: 93%. Den mittleren Teppich reinigte er ordentlich, wie auch andere Roboroks mit 2 Walzen. Tiefer liegenden Schmutz aus dem Teppich holt er nicht heraus, aber 83% Reinigungsleistung sind solide. Insgesamt überzeugt die Trockenreinigung des S8 Pro Ultra. Wo ihm das Ansaugen schwerfällt, macht er es durch das Aufkämmen wett. Die Walzen sind nach dem Test erstaunlich sauber. Nur an den Enden haben sich Haare aufgewickelt, die man leicht entfernen kann. Wischleistung und Geschwindigkeit hängen stark vom Modus ab. Normalerweise schafft der Roboter 1,3 Quadratmeter pro Minute. Im Modus Gründlich Plus sinkt das auf 0,6 Quadratmeter. Genau in diesem Modus wurde auch getestet. Hier seht ihr den Vergleich zu einem normalen Wischvorgang. Kaffeeflecken beseitigte der Roboter in 2 Durchgängen. Für saubere Kanten waren noch 2 weitere nötig. Trotzdem blieben 7 bis 15 cm Randzone ungewischt. Etwas schwächer als bei Konkurrenzmodellen mit rotierenden Mops. Eingetrocknete Flecken machten dem Roboter spürbar zu schaffen. Im ersten Versuch nur verschmiert. Im zweiten halb entfernt. Die Ränder blieben. Kein perfektes Ergebnis, aber für den Härtetest immerhin akzeptabel. Der erste große Test: Erde auf dem Boden. Zunächst nahm der S8 Pro Ultra die Brocken auf und, sagen wir, kratzte die Struktur ab. Danach begann er die festgetrocknete Schmutzschicht zu lösen und dann zu entfernen. Insgesamt brauchte er 7 Durchgänge. Perfekt war das Ergebnis nicht, aber angesichts des Zustands zu Beginn bestanden. Test 2: Eingetrockneter Ketchup. Der Roboter verteilte die Flecken teilweise, nahm etwas auf und wiederholte den Prozess mehrfach mit Zwischenreinigungen. Am Ende blieben Rückstände und Schlieren. Der zusätzliche Vibrationsbereich hat hier leider keinen klaren Vorteil gebracht. Das Wischergebnis erinnert stark an den Roborock der Serie 7. Solche Zwischenlösungen bringen wenig. Entweder braucht es flächendeckende Vibration wie beim Hobot Legy D8 oder rotierende Mops wie beim Roborock Q Revo. Spannend wird, wie der kommende S9 ausgestattet sein wird. Doch jetzt schauen wir, wie sich der S8 Pro Ultra selbst reinigt. Nach dem Kaffeetest ist das Wischtuch ungleichmäßig hellbraun gefärbt. Der Roboter kehrt zur Station zurück, diese meldet: Reinigung startet. Dann beginnt der Selbstreinigungszyklus. Zuerst startet der Mixer, dann folgt ein Signalton und schließlich wird der Schmutzwassertank aktiviert. Der gesamte Reinigungsprozess dauert 4 Minuten. Am Ende sieht das Tuch optisch sauber aus, aber das täuscht. Auf dem grauen Mikrofaserstoff sieht man den Schmutz einfach nicht so deutlich. Beim Auswaschen im Waschbecken zeigte sich, da steckt noch einiges drin. Nach dem Saft war nur die linke Seite verfärbt, die rechte fast sauber. Ich schicke den Roboter erneut zur Station und während der Reinigung schauen wir uns ein paar harte Fakten an. Im Gegensatz zum Q Revo funktionieren die Spülmodi beim S8 Pro Ultra tatsächlich. Im Sparmodus verbraucht die Station 100 ml pro Spülgang, im Balanced-Modus 150 ml, im Intensivmodus 250 ml. Der erste Spülgang erfolgt vor der Reinigung, danach abhängig von der eingestellten Frequenz. Zusätzlich wird der Wassertank des Roboters bei jedem Zyklus etwas nachgefüllt. Wenn man also alle 10 Quadratmeter einen intensiven Spülgang einstellt, reicht der 3-Liter-Tank für etwa 90 Quadratmeter. Die Station hat ihren Job beendet. Schauen wir uns das Ergebnis an.
Der Schmutz war diesmal überschaubar und die Station hat ihn gut bewältigt. Beim Auswaschen blieb nur wenig Rückstand im Waschbecken. Leider gibt es keine Aufnahmen vom Wischpad nach dem Erdtest, aber es sah ähnlich aus wie auf dem Screenshot. Visuell wirkt das Tuch sauber, nur am vorderen Rand haftete noch etwas Dreck. Mit Reinigungsmittel im Waschbecken konnte man allerdings noch mehr herausholen. Das Wasser war richtig braun. Nach dem Ketchup-Test war das Tuch zur Hälfte verschmutzt, die andere Hälfte fast sauber. Warum der Mob nicht gleichmäßig aufliegt, ist unklar, aber genau das erklärt wohl die eingeschränkte Wischleistung. Die Reinigung hat der Mikrofaser wieder ein akzeptables Aussehen verliehen, auch wenn einzelne Fasern verfärbt blieben. Einiges ließ sich per Hand entfernen, den Rest erledigt hoffentlich die Waschmaschine. Um zu zeigen, wie heftig dieser Test war, habe ich die Station genauer gefilmt. Die Rampe musste ich im Waschbecken gründlich reinigen. Der Auffangbehälter war überraschend sauber. Ein Wisch mit dem Lappen reichte. Das Sieb habe ich unter fließendem Wasser abgespült. Im Alltag wird der Roboter nicht mit solchen Extremsituationen konfrontiert. Für den normalen Haushaltsbetrieb reicht die Station vollkommen aus. Nur das Tuch sollte einmal pro Woche gründlich gewaschen werden. Doch wie sieht's mit der Selbstreinigung des Staubbehälters aus? Wir testen, was mit dem eingesaugten Schmutz passiert. Die Station läuft 30 Sekunden lang mit einem deutlich hörbaren Geräusch. Bis zu 85 Dezibel, etwas lauter als bei anderen Modellen. Danach entnehmen wir den Behälter. Kein Krümel zu sehen. Auch bei Sonnenblumenkernen das gleiche Bild. Alles restlos entfernt. So viel Sand wird der Roboter zwar im Alltag nie einsaugen, aber falls doch, ist die Station bereit. Reis und Erbsen führten zu einem kleinen Rest von etwa 10%. Kein schlechtes Ergebnis. Ganz anders sieht's beim Katzenstreu aus. Da wurde alles erfasst. Bei größeren Körnern wurde etwa die Hälfte eingesogen. Immerhin, dass sie überhaupt durch den Luftkanal passen, ist ein Fortschritt. Da hatte ich ehrlich gesagt Zweifel. Katzenhaare dagegen waren kein Problem, wurden vollständig abgesaugt. Insgesamt ist die Station des S8 Pro Ultra die effizienteste unter allen Roborock-Modellen mit Auswurfsystem. Für den Hausgebrauch vollkommen ausreichend. Fassen wir zusammen. Der Roborock S8 Pro Ultra überzeugt mit robuster Verarbeitungsqualität und einer ausgeklügelten Navigation. Ein wirklich intelligenter Saugroboter. Die Wischleistung entspricht anderen Roborock-Modellen mit Vibrationsmob. Die Trockenreinigung gehört zur Spitzenklasse, mit einer Ausnahme. In Fugen versagt der Roboter. Haare und Schmutz werden gut aufgenommen, aber feiner Staub bleibt im Teppich. Weitere Schwächen betreffen eher die veraltete Technik. Im Januar 2023 war der S8 Pro Ultra noch topaktuell. Mittlerweile hat er ernsthafte Konkurrenz bekommen, zum Beispiel durch den Dreame L20 Ultra. Geeignet ist der Roboter vor allem für große Wohnungen mit Teppichen und Katzen. Aber nicht für Haushalte mit Hunden, die regelmäßig Sand von draußen hereintragen. Und damit sind wir am Ende angekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.